In Grünwinkel wurde ab Mitte des 19. Jahrhunderts rund um das Sinne-Areal Industrie angesiedelt, um die Schornsteine aus der Stadt zu bekommen. In Grünwinkel gibt es deshalb so viele Denkmale, Industriedenkmale, weil im Ende des 19. Jahrhunderts war Karlsruhe schon eine prosperierende, eine wachsende Stadt. Und ich habe vor Augen ein Gemälde vom Schlossturm ausgemalt, das zeigt, wie am Hintergrund, am Rand der Stadt rauchende Schlote zu sehen sind. Und diese rauchende Schlote, die wollte man aus der Stadt heraushaben. Man wollte Wohngebäude erstellen und suchte nach Alternativen, und die fand man am Rande der Stadt bei früheren, damals noch Nachbargemeinden. Und zwar deshalb, weil die Bahnlinie in die Pfalz Mitte des 19. Jahrhunderts gebaut wurde und der heutige Westbahnhof damals der Rangierbahnhof war mit freien Flächen drumherum. Beim Rangierbahnhof hier gab es zu jener Zeit bereits ein großes Unternehmen, das über viele Jahre gewachsen war, die Sinner AG. Die Familie Sinner stammte aus Waldshut und zog 1820 hierher in den ehemaligen Gutshof der Markgräfin und versuchte sich in einer Farbenfabrik. Das funktionierte nicht. Später hat man dann versucht, Stärke herzustellen, Potasche, und landete irgendwann dann beim Bierbrauen und später dann auch bei der Nahrungsmittelherstellung. So, die Firma Sinner hat uns hier in Grünwinkel 3 unterschiedliche hervorragende Gebäude hinterlassen, an denen wir uns heute noch freuen können. Da ist einerseits das Verwaltungsgebäude und als nächstes das Mühlengebäude und auch das Silogebäude. Also ganz unterschiedliche Anwendungen mit unterschiedlicher Geschichte auf engem Raum. Das Mühlengebäude ist Ende des 19. Jahrhunderts entstanden und zeugt vom Wohlstand der Firma Sinner, denn um diese Zeit entstanden in Karlsruhe auch viele ähnliche interessante Industriebauten. Insgesamt ist der Bau sehr schön gegliedert durch einen Sandsteinsockel und darüber 6 Stockwerke in Ziegelbaustein, die jeweils immer wieder durch hellen Sandstein unterbrochen sind, um die Fassade lebendig zu gestalten. Wir haben hier ein mustergültiges Gebäude, welches heute vom Dienstleistungsgewerbe sehr gut genutzt werden kann. Bei den 3 Gebäuden, die hier auf diesem Platz stehen, ist als nächstes das Verwaltungsgebäude. Es handelt sich um ein sehr schlichtes, im klassizistischen Stil erbautes Gebäude, welches 3-stöckig aufgebaut ist und durch ein Knüppelwalmdach bedeckt ist. Bemerkenswert ist noch der Eingang, der sehr schön durch Pilaster gestaltet ist. Darüber thront ein Balkon. Das Ganze strahlt eine sehr schlichte, schöne Eleganz aus und ist gut erhalten und dient heute als Verwaltung der Firma Hatz-Monninger Brauhaus GmbH. Herzlich willkommen bei uns in der Monninger Brauerei in Karlsruhe. Wir sind hier in dem alten Gewölbekeller aus dem 15., 16. Jahrhundert, so genau wissen wir es nicht. Gehörte wahrscheinlich zu dem alten Hofgut und hier war wahrscheinlich früher eine Gastronomie. Heute ist dieses Gebäude, das insgesamt ein wunderschönes, spätbarockes Gebäude ist, unser Verwaltungsgebäude. Neben diesem gibt es diese beiden tollen Gebäude, die Sie vielleicht auch kennen, nämlich unser Silo-Gebäude und das alte Mühlengebäude, das Backsteingebäude. Traumhaft schön. Und diese Gebäude haben mich mitmotiviert, diese Brauerei hier in Karlsruhe Grünwinkel vor 2 Jahren mit meiner Familie zu übernehmen. Und wir hoffen, dass wir hier noch das eine oder andere von diesen verborgenen Schätzen, die noch unter der Erde sind, wunderbare, riesengroße Bierkeller, die jetzt nicht zugänglich sind, irgendwann der Öffentlichkeit auch zugänglich zu machen. Das dritte der 3 Gebäude ist ein sehr einfaches Gebäude, welches zur Lagerung von Getreide benutzt wurde. Das Silo-Gebäude entstanden um 1910 und als schwerer Betonbau, trotzdem sehr luftig angelegt durch Halbsäulen und ein sehr schönes Mansardendach.
Interessant ist die Nutzung heute, und zwar im Erdgeschoss ist der Bridge Club. Und hier sehen wir noch sehr schön die Auslauftrichter. Früher konnten die Fuhrwerke zur Aufnahme des Getreutes direkt unter die Trichter fahren und dann auf der anderen Seite wieder herausfahren. Das Gebäude hat nur nach einer Seite Fenster, und trotzdem kann man es als gelungenes Zweckbauwerk betrachten. Die Alpkapelle ist ein Wahrzeichen unseres Stadtteils Grünwinkel. Sie liegt wunderschön an der Alp und ist ein beliebtes Fotomotiv. Viele wissen aber nicht, dass diese Kapelle ursprünglich mitten im Ort stand, an der Hauptstraße. Sie musste weichen, weil ein weiteres Gleis für die Kleinbahn eingezogen werden musste nach Dachslanden und weil 1909 auch eine größere Kirche in Grünwinkel gebaut wurde. Sie verlor also ihre Bedeutung und verkümmerte zu einem Abstellraum. Bevor aber die Alpkapelle abgebrochen wurde, erinnerte sich der Brauereidirektor Robert Sehner daran, dass seine Mutter bei ihrem Tod in dieser Kapelle aufgebahrt wurde. Das veranlasste ihn, die Alpkapelle abzutragen und auf der neuen Stelle an der Alp wieder aufbauen zu lassen.